Leute, ich bin morgen mit meiner Freundin in Würzburg und wir werden uns den Prediger Baylis Conley anhören. Und der wird aber leider nur 10 Minuten da sein. Voll schade, das wussten wir gar nicht. Aber ja, ich nehme euch so ein bisschen mit. Guten Morgen Leute, es ist soweit. Wir fahren heute nach Würzburg. Ich zeige euch noch schnell, was ich alles so an Essen vorbereitet habe. Also wir haben hier selbstgemachten Käfig. Dann habe ich da noch Seemoos reingemacht. Ich hole mir immer meinen getrockneten Seemoos und dann bereite ich den zu Hause vor und dann püriere ich das Ganze und daraus entsteht dann Gel. Genau, das Gel habe ich dann mit hier reingepackt, so 2 Esslöffel circa. Dann ist da noch 10 Gramm Kollagen drin, eine Kiwi, etwas Salz und Omega-3, also Fischöl. Das Ganze schmeckt man am Ende gar nicht mehr raus, also Fischöl, Seemoos, das alles schmeckt man gar nicht raus. Das ist eine echte Bombe. Und dann haben wir hier 5 Eier, 2 Eier für jetzt gleich und dann die anderen 3 für morgen früh. Und dann habe ich noch ein bisschen rote Beete reingemacht. Ja, da sieht man das. Und sonst ist da eigentlich gar nichts mehr drin. Ja, mache da jetzt noch Chiasamen rein. Also ich habe noch so Pollen da. Davon tue ich jetzt auch ein bisschen was rein. Auch sehr gut fürs Immunsystem. So. Und merkt euch immer bei Kefir niemals mit einem Edelstahl, Löffel, Gabel, was auch immer da reingehen. Immer nur mit Glas. Also ich habe so Glasstrohhalme. Davon mache ich auch so einen Löffel rein. Und Leinsamen. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, ich kriege noch die Bahn. Ich muss mich jetzt richtig beeilen. Da habe ich mein Mikrofon vergessen. Geil. Ich kann jetzt auch nicht mehr zurückgehen. Also muss ich jetzt immer wieder in die Kamera schreien. Woo, let's go. Mann ey. Ja, ich habe jetzt noch meinen selbstgemachten Kombucha mit eingepackt. Und den trinke ich dann auch einfach heute. Meine Freundin liebt den auch. Und die wird dann auch was davon haben. Yes. So, und das ist mein Outfit. Schwarze Jacke, schwarzer Rollkragenpulli, dann so eine schwarze lockere Hose und weiße Converse. Ein Ring und eine Uhr. Yes. Schon 2 Stunden unterwegs und jetzt wird hier ein bisschen gelesen. Ich kann das Buch jedem empfehlen, der sich für ein bisschen Psychologie interessiert und gerne Dinge hinterfragt. Sehr interessantes Buch. Wir sind jetzt in Würzburg und sind auf dem Weg zu Baylis Conley. Yeah. Er wird leider nur 10 Minuten reden, das haben wir gestern erfahren, voll traurig. Aber ja, mal schauen. Vielleicht wird er auch mehr reden. Ja, für uns vielleicht. Zu ihnen, die aufgezeichnet wurden in Johannes 14, Vers 27. He said, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give. Do not let your heart be troubled, neither let it be afraid." Er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. That was not an empty blessing to the disciples, nor to us. Das war kein leerer Segen für die Jünger und auch nicht für uns. Und die Originalbedeutung des griechischen Wortes Frieden, welches Jesus benutzt, ist interessant. In the Greek language, it means to join together something that has been severed or separated. Es bedeutet, dass man etwas zusammenfügt, was vorher getrennt wurde. And that's what has happened to the human race because of sin. Und das ist mit der Menschheit passiert wegen der Sünde.
And that is why Jesus came to die on the cross for us. Und deshalb ist Jesus gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben. As our substitute, he bore our sins upon himself so we can be reunited in relationship with God. Als unser Stellvertreter hat er unsere Sünden aufs Kreuz genommen, damit wir wieder versöhnt und vereint werden mit Gott. But you know, everyone in the world intuitively senses that separation in their heart. Und weißt du, jeder Mensch auf der Welt spürt intuitiv diese Trennung von Gott. They may have a beautiful wife and lovely children. Vielleicht hat jemand eine wunderschöne Frau und ganz tolle Kinder. They have a good job and they have genuine friends. Vielleicht auch einen guten Job und ehrliche, gute Freunde. And they think to themselves, what is wrong with me? Und sie denken aber, was ist hier falsch? Why am I not happy? What is this empty place in my heart? Warum bin ich nicht glücklich? Was bedeutet dieser leere Raum in meinem Herzen? It's because we were meant to walk and talk with our Creator. Das ist so, weil wir eigentlich dazu bestimmt wurden, mit unserem Schöpfer zu wandeln und zu reden. You could say it is a God-shaped hole in the heart of every person. Man könnte sagen, dass in dem Herz von jedem Menschen ein Loch ist mit der Form Gottes. And some people try and fill that empty place with excessive alcohol use or drug use. Und manche Menschen versuchen, dieses Loch zu füllen mit exzessivem Alkohol oder mit Drogen. But it never fills the empty place. Aber das füllt nie diesen leeren Raum. Some try and fill it with relationships or with sex. Manche versuchen, dieses Loch mit Beziehungen oder mit Sex zu füllen. But it never fills the empty place. Aber das füllt nie diesen leeren Raum aus. Some people think if I could just get more money or accumulate more things, I'll be happy. Manche Leute denken, wenn ich nur mehr Geld verdienen würde oder mehr Sachen, Zeug ansammeln kann, dann bin ich glücklich. But it never fills the empty place. Aber das erfüllt nie diesen leeren Raum. We were meant to walk and talk with our Creator. Wir wurden dazu bestimmt, mit unserem Schöpfer zu reden und zu wandeln. And it's only through embracing His Son Jesus Christ that we have peace with God and enter a relationship with Him. Es ist nur dadurch, dass wir Jesus Christus annehmen, seinen Sohn, dass wir Frieden mit Gott haben und in eine Beziehung mit ihm eintreten. When we bow our hearts to the risen Savior and invite Him into our life. Wenn wir unser Herz beugen vor dem auferstandenen Retter und ihn in unser Herz einladen, then we have peace with God and the empty place in our heart is filled. Dann haben wir Frieden mit Gott und dieser leere Raum in unserem Herzen wird erfüllt. And once we have peace with God, we can know the peace of God. Und wenn wir dann Frieden mit Gott haben, können wir dann auch den Frieden von Gott kennenlernen. You know, Jesus said, "My peace I leave with you, I give my peace to you." Jesus hat gesagt, ich lasse meinen Frieden mit euch, ich gebe euch meinen Frieden. But then he said, "You do not let your heart be troubled. You do not let your heart be afraid." Aber dann sagt er, aber ihr erlaubt es nicht, dass euer Herz Angst hat oder dass es in Schwierigkeiten We ist. have a responsibility. Da haben wir eine Verantwortung. In Philippians 4 verse 6, it says, "To be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication to let our requests be made known to God." In Philipper 4, Verse 6 und 7 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Und dann werdet ihr den Frieden Gottes erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. He said, rather than worry, pray, and when you pray, offer thanks to God. Er sagt, anstatt dir Sorgen zu machen, bete. Und wenn du betest, dann gib Gott Danksagung. And His promise is that His peace will come and guard our heart and our mind. Und seine Verheißung ist, dass sein Frieden kommen wird und unsere Gedanken und unser Herz bewahren wird. I had a woman come to me one day. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und Mensch macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Ich stehe jetzt hier direkt vor Bayless Conley. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit mehr.
mit ihm zu reden. Genau. Und wir gehen jetzt. Ja, das war voll schön. Ja, wir haben Vielleicht gerade gehen wir noch zu den Armeniern. Yes. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Also das waren keine Kuchen. Ja, und wir haben uns sozialisiert. Wir haben da Genau, ein bisschen mit ein paar Leuten geredet. Ja. war auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Eine neue Erfahrung. Yes. Können wir nur weiterempfehlen. Genau, Leute, sprecht Menschen an und redet mit denen einfach. Ja. Das ist das Normalste auf der Welt. So cringe ist das gar nicht. Genau. Einmal machen, dann immer machen. Ja, einmal machen, dann immer machen. Das ist die Message. По-русски? Helenika? Kurdisch. Ach, Kurdisch, Hafsetal? Rojvar. Ակրիտի, Կրիտը դա մեծ կղզիա ու մեզանից շատ հեռու։ Մենք вообще որից Таким ты был, таким остался. И это важно для друзей. И кто бы не Familie geblieben sind. Die wurden von kurdischen Familien quasi als Pflegekind genommen und als Kurdin groß geworden. Okay? Die Wahrheit. Leute, ich habe mir den Ring jetzt gegönnt. Ging nicht anders. Schaut mal, wie toll der aussieht. Wow. Boah, die sieht echt gut aus, ne? Ja, Ripsi gefällt's auch. Leute, Würzburg kann ich nur empfehlen. Richtig schöne Stadt. Ja, Leute. Lichtverhältnisse sind so gut hier, ne? Man sieht so gut aus. Mein Anzieh und Schwung. Ich wollte euch nur mal eben sagen, dass ihr das. Es ist eigentlich heute Morgen etwas ganz, ganz Witziges passiert und das haben wir gar nicht erzählt und das machen wir jetzt. Es gibt einen kleinen Hintergrund zu diesem ganzen Ding. Nein. Doch, es gibt einen Kontext. Doch. Ripsi und eine Freundin von uns und ich wollten nach Marokko fliegen, okay? Das war vor einigen Monaten und wir haben es nicht dahin geschafft, weil wir am falschen Flughafen angekommen sind. So, und dann mussten wir unsere ganzen Pläne canceln und sind halt nicht nach Marokko geflogen. So, und das ist so ein kleines Trauma, was in mir drin ist, okay? Und gestern Abend habe ich schon Ripsi gesagt, ey, wir treffen uns am Terminal 2. Ich wollte ihr damit so klar machen, ey, Flughafen, ne? Terminal 2. Ich dachte, die Aussage hat Ich habe gereicht. direkt an Gleis 2 gedacht. Ich habe so extra geschaut, ne? Ich dachte mir, Kennedy Platz. Ist das, wo die Polizeihaltestelle ist? Was ist das? Wo ist das? Okay, ich finde das schon. Ja. Heute Morgen, wir haben irgendwie so 8 Uhr, ne? 7:55 Uhr oder so, ne? Ich schreibe so Ripsi, guck mal, das ist voll anstrengend hier im Flughafen, was soll das? Ich finde hier nichts. Und dann wisst ihr, was sie sagt? Flughafen? Hä? Ich so, nein, bitte nicht, wie? Wir müssen zum Flughafen, du musst hier hinkommen, ey. Die so, hä? Ich sterbe. Und dann war die kurz offline und ich habe gemerkt, die ist kurz vorm Crash-Out gehen. Die hat wahrscheinlich... nicht. Nee, ich war so chillig drauf. Echt? Ey, ich war gar nicht chillig. Ich so, nein, mein Horror-Szenario wird jetzt wahr. Wir werden wieder nicht fahren können und so, ne? Und dann habe ich gemerkt, die ist kurz offline. Die hat dann gecheckt, wo sie hin muss und so. Und hat wahrscheinlich auch ihre Busverbindung dann abgecheckt, oder? Ja. Weil du warst noch... Wo warst du in der Zeit, wo wir geschrieben haben? Hansaring. Nee, nicht Hansaring. Ehrenfeld.
Ja, okay, dann hatte sie noch ein paar Haltestationen vor sich, weil die wollte eigentlich Köln Hauptbahnhof aussteigen, aber die musste Flughafen Bonn aussteigen eigentlich. Ich habe sie dann, als sie angekommen ist, per Videochat angerufen und ihr dann den Weg beschrieben, wo sie hin muss, wo die Flixbusse sind und so. Ja, und dann hat sie es noch geschafft, ne? 5 Minuten vor Abfahrt war sie dann da. Aber trotzdem, ne? 5 Minuten vor Abfahrt. Ja, das war wirklich krass. Ey, das hat mich so gestresst. Und das Ding ist, als ich sie angerufen habe, ich musste auch so lachen, ne? Aber ich habe so zu dir, das hast du mitbekommen, ne? Ich so, nein, ich muss zwar eigentlich auch gerade lachen, aber lass mal später lachen, nicht jetzt. Weil jetzt ist eigentlich Stress. Komm mal erstmal an und dann lachen wir. Ja, das war echt krass. War echt krass. Aber es hat noch geklappt und jetzt hatten wir voll den schönen Tag. Wir haben voll viele neue Leute kennengelernt. Und also es waren Armenier und die sind ja sowieso voll gastfreundlich und so. Hier, meine Freundin ist auch Armenierin. Und ich habe neben Kurden nie so eine krasse Nation kennengelernt, die ebenfalls so gastfreundlich ist. Das ist richtig krass, obwohl Perser sind auch sehr gastfreundlich. Aber ich hatte nie armenische Freunde. Irgendwie gibt es nicht so viel von euch, ne? Und morgen führen die uns halt durch ganz Würzburg. Und das ist auch absolut nicht selbstverständlich. Aber ey, was sollen wir machen? Wir danken Gott, ne? Denkt an das letzte Video. Mal dankbar sein, weil das ist null selbstverständlich, dass der Herr uns auf jeden Fall dahin geleitet hat erstmal. Wir sind da hingegangen, haben diese ganzen Herzensmenschen kennengelernt und die haben uns das irgendwann angeboten, uns halt herumzuführen und was weiß ich nicht was. Die wollen uns sogar abholen mit dem Auto und wollen uns dann zum Hauptbahnhof fahren. Alles nicht selbstverständlich, ne? Das war die Story. Ja, jetzt wollen wir einen Film schauen. Jetzt schauen wir irgendwas. Was sollen wir schauen eigentlich? Oh mein Gott. Wir suchen hier gerade noch. Mach mal einfach irgendwas an. Netflix? Ja. Was können Sie empfehlen? Einfach. Sag mal nochmal. Sag mal nochmal. Schreiben Sie in die Kommentare, was man schauen kann. Was können Sie uns empfehlen? Einfach die Leute siezen. Einfach die Leute siezen. Ja, bitte. Schreibt mal in die Kommentare. Hey, nochmal. Nee. So, ich glaube, wir gucken jetzt einfach Franklin, weil Franklin sieht interessant aus. Frankie. Hi Leute, guten Morgen. Unser Morgen sieht im Moment so aus. Nicht wundern wegen meinen Eiern. Ich habe die... Ey, das sieht voll schlimm aus. Aber ey, die Eier sind nur so ein bisschen dunkel geworden wegen der roten Beete. Ja, Ist trotzdem gesund. sicher. Ist trotzdem gesund. Sicher. Ja, so sieht unser Morgen aus, Leute. Genau. Und das ist die Ripsi. Ey, darüber müssen wir reden. Aber warte ganz kurz. Ich sag eben Ripsi. Ripsi macht sich gerade ready. Schaut mal, es gibt eine kleine Geschichte dazu, ne? Wir wussten nicht, dass wir mit der... Was? Warum soll ich das denn erzählen? Egal, erzähl. Also, wir wussten nicht, dass wir mit der Familie zusammen... Ey, wie willst du noch hier reinkommen in mich? Ein bisschen Abstand. Also, wir wussten nicht, dass wir mit der Familie hier zusammenleben werden, ja? Das ist ein Ehepaar. Voll die Süßen. Wir kommen hier an und die gehen einfach nicht. Und meine Freundin so, sie bleiben hier. Ja. Aber die sind übelst nett, übelst korrekt. Ne? Wir haben uns direkt wohlgefühlt und heute Morgen haben die uns das hier gegeben. So als Entschuldigung, was unserer Meinung nach eigentlich gar nicht sein musste. Aber keine Ahnung, die haben uns das trotzdem gegeben. Und das wollten wir mit euch teilen. Weil, ey Leute, wir sind mit nix hier hingekommen, ne? Wir sind wirklich mit nix hingekommen. Wir haben einfach nur für die Fahrt bezahlt, für dieses Airbnb. Und seit gestern werden wir so krass von dem Herrn gesegnet. Also heute kriegen wir sogar eine kostenlose Tour. Die haben uns angeboten, ja, wir zeigen euch Würzburg. Die haben uns sogar gestern das Essen ausgegeben und so. Wir dachten uns, hey Gott, was machst du mit uns? Du segnest uns die ganze Zeit. Und meine Freundin hat gerade erzählt, dass... sie die ganze Zeit diese Bibelstelle im Kopf hat, wo der Herr aus ein paar Fischen und Brot eine riesen Menschenmenge gesättigt hat. Und das fühlt sich im Moment auch so an für uns. Er hat uns, also wir sind mit so wenig hingekommen und alles vermehrt sich irgendwie. Also wir werden ständig gesegnet und wir bekommen immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Und das ist einfach krass. Es hört gar nicht auf. Und ich weiß nicht, was wir heute noch erleben werden, aber wir nehmen euch mit. Ja, Leute. Ja. Damit wir gerettet werden. Jeder, der daran glaubt, und wir müssen nichts tun. Wir müssen keinen Kuchen backen, wir müssen nicht Arbeit geben für Gott. Gar nichts, wir müssen nur glauben. Und dann sind wir gerettet. Und das ist so simpel. Und ich glaube, diese Einfachheit macht es wieder so kompliziert, weil wir denken, hä, warum? Wir müssen doch was leisten, weil wir haben gelernt in dieser Welt, nur wenn ich arbeite, nur wenn ich lerne, dann werde ich belohnt. Aber bei Gott ist anders. Gott, der schenkt. Der ist Liebe, der gibt Gott Zeit. Ja, jetzt gehen wir. Wohin gehen wir? Zum Gottesdienst. Wie cool. Hier gibt es einfach eine Messe. Wir sind einfach süchtig nach Gott. Ja. Egal, wo Leute über ihn reden oder irgendwas mit ihm zu tun hat, wir sind einfach da. Okay? Wir sind einfach da. Wir riechen das. Das ist voll schön. Jetzt sind wir hier. Wir haben das gestern auf dem Weg hierhin gesehen. Und ja, jetzt dachten wir uns, wir gehen mal dahin. Ja, wir nehmen euch Mit. So, Leute. Leute, wir sind da jetzt doch nicht hingegangen. Nenn mal den Grund. Ja, weil wir wollten nicht zahlen. Ja. Ja, guck mal, nein, um ehrlich zu sein, so, wenn du ein bisschen mitdenkst, so, guck mal, einmal kurz mitdenken. Wir wollten uns später noch mit dieser Armenierin treffen, ne? Die uns hier durch Würzburg führen wollten. So, und das war so gegen 12 Uhr, ne? Ja. So, und jetzt wir Geld ausgeben für so 2 Stunden Gottesdienst, obwohl das eigentlich ein Tagesticket ist, lohnt sich nicht. Ist so. Deswegen muss man so denken. Ja. Deswegen, ja, sind wir nicht hingegangen? Eigentlich haben wir direkt so gedacht. Lugge. Ja, und jetzt warten wir hier auf unsere Bahn und dann werden wir, also sie wird gleich frühstücken, weil sie hat Hunger. Ich habe schon gegessen, meine Eier und meine rote Beete. Warum ist alles gerade so witzig? Ich check auch nicht. Ja, Leute, die Sonne scheint. Uns geht's gut. Leute, sag mal bitte, wer isst denn die Eier nicht gekocht einfach? Ja, ja. Nee. Also reden können, ne? Ich meinte rote Beete. Ja. Die muss man doch aufkochen. Nee, man muss nicht. Man kann die auch roh essen. Wer isst denn rote Beete roh? Leute, best Leben. Das ist so schön knackig, lecker. Leute, einfach roh essen. Ich weiß nicht, Leute. Ihr wisst. Sie weiß auch eigentlich. Ja. Erzähl mal jetzt. Also voll witzig gerade schon wieder. Also es ist irgendwie witzig heute. Wir fahren mit der Bahn in die absolut falsche Richtung. Irgendwann checken wir das und dann steigen wir so aus. Ich frage so eine Frau und die kann nicht richtig Deutsch. Und dann hat sie mich gefragt, ja, welche Sprache sprichst du? Ja, okay, dann Türkisch halt, ne? Und ihr Türkisch ist auch nicht so gut. Ich habe gar nicht gecheckt, was die gesagt hat. Und dann erklärt die ganze Zeit, ja, also jetzt im Endeffekt habe ich es verstanden, aber wo sie geredet hat, dachte ich so, Gipsi, übernimm mal, bitte. Und dann erklärt sie so, ja, du musst dahin und dann da aussteigen und da und da. Und ich so, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich nicht verstanden. Die so, ja, du hast mich nicht verstanden. Und so die ganze Zeit hin und her. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber meine Freundin die hat verstanden. Alles gut, also muss nicht nochmal erklären. Ich habe nicht verstanden. Egal, aber meine Freundin hat verstanden. Ich glaube, ich kann jetzt noch was essen, ne? Das wundert mich nicht. Also Leute, wir sind gerade in diesem Park. Wie heißt der Park, Ripsi? Residenz. Sieht richtig schön aus. Hier haben wir Eiber. 2 Stück haben wir gepflückt. Der hat das gepflückt von hier. Echt, an dem Baum? Nicht von hier. Ja, Achso, das hat er von hier. Ja. Guck mal, jetzt wascht er das. Wäscht er das? Nachbar hat so in Armenien bei dem Krieg mit dabei. Der hat schon viele Sachen. Wie kann das nicht? Der dies probiert jetzt. Hat irgendjemand reingebissen? Achso, hat jemand... Der versteht doch kein Deutsch. Also, dann... Zum Hamburg, okay. Ja, ich kenn das. Kann das jemand übersetzen? Ayvan. Wir hören jetzt Seker auf Armenisch, aber wir wissen nicht, was das heißt. Okay. Ja, wir probieren das jetzt. So, probieren über studieren, wa? Ja. Jetzt wird reingebissen. Ja. Sag mal, ob das schmeckt.
Sehr bitter. Bitter. Schmeckt nicht. Hey Leute, noch eine kranke Sache, die passiert ist. Ich hatte mein Buch vergessen, hier im Bus. Sie meinte auch schon die ganze Zeit so, nein, wir finden dein Buch. Wir finden das schon. Die ganze Zeit mit so einer Sicherheit. Dann haben wir uns hier hingesetzt und weißt du, was sie findet? Mein Buch. Leute, ich bin so glücklich, ne? Crazy. Crazy. Hiermit beende ich dann den Vlog. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja. Liken, abonnieren, alles was dazugehört. Und Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.